Diesen Mann, den wir gerade gesehen haben, nochmal hier mit den Backstreet Boys. Sie wissen jetzt, über wen ich spreche, Nick Carter nämlich. 2003 war er der sexiest man in the world. Vielleicht muss man es nochmal erklären, so sah er mal aus, da war noch ein bisschen jünger. Und mit seinen Backstreet Boys hat er Millionen Mädchenherzen gebrochen und Alben verkauft. Gerade hat er in Berlin einen Weltrekord aufgestellt, verrät er uns gleich, worum es da ging. Und den Mann, den wollen wir natürlich erstmal persönlich kennenlernen. Zeit zum Frühstücken hat er mitgebracht und uns auch einen Live-Auftritt versprochen. Ich sag mal, was will man mehr? Ein Teenie-Star ist erwachsen geworden. Nick Carter war 13, als er Teil der Backstreet Boys wurde. Heute ist er 31 und will mit seinem zweiten Soloalbum endlich auch abseits der Boygroup erfolgreich sein. Die Single Just One Kiss ist der erste Schritt dorthin. Die 90er Jahre sind das Jahrzehnt der Boygroups und die Backstreet Boys sind eine der erfolgreichsten. Nick ist das Küken der fünfköpfigen Gruppe. Als 1996 der Nummer-1-Hit Quit Playing Games with My Heart erscheint, ist Nick Carter gerade mal 16 Jahre alt. Es sind Jahre voller Nummer-1-Hits und Welttourneen. Kreischende Groupies verfolgen die 5 Jungs auf Schritt und Tritt. Und vor allem für Nick Carter schreien sich Mädchen bis in die Bewusstlosigkeit. Doch der Erfolg zehrt an den Bandmitgliedern. 2001 wird bekannt, dass Bandmitglied AJ alkoholkrank ist. Einige Jahre später muss auch Nick zugeben, dass er Probleme mit Alkohol und Drogen hatte. Erst als sein Arzt ihm eine Herzmuskelschwäche attestiert, ändert er seinen Lebensstil. Heute genießt Nick Carter das Leben am Strand von Malibu. Von hier aus plant er sein Comeback. Am neuen Musikvideo arbeitet er mit und auch einige Songs von seinem neuen Album I'm Taking Off hat der Ex-Teenie-Star selbst geschrieben. Am 3. Juni erscheint das neue Album auch in Deutschland. Es ist der Schritt vom kleinen Nick zum erwachsenen Mr. Carter. So, und jetzt ist er hier bei uns beim Frühstück, Nick Carter. I'm pleased to have you here on the show. Dankeschön. Bitte schön. Ja, und das Lustige ist, er kam gerade in die Sendung und meinte so, ist das hier echt? Kann man das essen? So the first question of you was, is it real? Can I eat it? Yeah, no, I asked that because it looks good and I'm hungry. Yeah, you have to eat something. Wir haben uns für Königsberger Klopse entschieden. Ich habe nämlich gesehen, du hast mit Nelson Miller. Nelson Miller did the catering for you in Hamburg, I think, right? Yeah, and he cooked some stuff very similar to this. So we were cooking Wiener Schnitzel and Königsberger Klopse? This is Königsberger Klopse again. Königsberger Klopse, yes. No, Königsberger Klopse. Klopse. Königsberger Klopse. Super, also hier wird hier gleich mal in die deutsche Alles klar, ja? Ja, alles klar. Ja, Nelson Müller kennen wir ja vom ZDF, der wunderbare Koch, der hat nämlich das Catering gemacht und da wurde Schnitzel gemacht. You can eat this or otherwise you can have a bowl as well. So, take something. We say Brötchen to this as well. Kein Problem. Gut, also frühstücken wir mal ganz entspannt und die Zuschauer haben ganz viele Fragen schon gestellt und dann steige ich mal rein. On Sunday you had a meeting with Andrea Kiewel at the Family Garden. Yeah? So a new groupie is born or what has happened on this? I need all the groupies I can get. Yeah. Okay. Especially for the solo record. Also Andrea Kiewel ist nämlich ihm verfallen, kann man sagen. Die hat ihn nämlich geknutscht, als er im Fernsehgarten war. Vielleicht haben Sie es am Sonntag gesehen. And talking about the new album, is your second solo album. Taking Off is the name of the album. So are you taking off all the time or is it just that you are relaxed mostly? Yeah, I'm leaving. I'm just going places, don't even know where. No, the album title came from, there was a song on my record called I'm Taking Off. But we felt that it was fitting due to the fact that I felt like this was my opportunity, this is the time to finally release an album, and I couldn't be a more ready solo artist. Before I wasn't prepared, so this time around I just felt like it's my time to blast off into outer space and begin a solo career, a big one. Okay, also 2002 hat er nämlich schon mal angefangen mit einer Solo-Karriere, parallel zu den Backstreet Boys. Da war es so, es war ein riesen Achtungserfolg in Kanada, sehr erfolgreich, 2002. The album was very successful in Canada but in Germany, the critics were polite to you and say, wow, wonderful album, but no releases, right? Or no? No, we... you talking about the first album? Yeah, the first album, yeah. The first album did actually pretty well all over the world. Apart from Germany, right? But I don't remember if we did not release it or not in Germany, but I think I did come here and do some promotion.
But it wasn't substantial enough, I think, for people to remember, which was fine for me because myself, I want to forget about that album. And that's, I think, why I waited 8 years to even begin this one, because I wanted to knock off the dirt, so to speak, you know, and this album is who I am and who I should have been back then. You know, it's I'm an extension of the Backstreet Boys. You know, it's a huge super pop group around the world, and so I'm going to make music that those fans will like and new fans will like as well. Ja, also da fassen wir noch mal kurz zusammen, weil das andere hatte ich vorhin auch noch nicht übersetzt. Also er hat ja 2002 mit einer Solokarriere gestartet, die war auch sehr erfolgreich auf der ganzen Welt. Ich glaube in Deutschland ein riesen Achtungserfolg. Jetzt sagt er, das ist das wirkliche Album, das bin ich als Solokünstler. 8 Jahre hat er jetzt gewartet, im Prinzip 2011 ist es jetzt rausgekommen, Pi mal Daumen. Und da fühlt er sich am meisten auch repräsentiert mit diesem Album. Gehst ja auf Tour, you're on tour right now, and there are many questions from your fans. Shooting the video in Cologne on Wednesday. Also am Samstag wurde nämlich groß ein Video für den Titelsong auch gemacht, für Taking Off. Da gucken wir gleich nochmal entspannt rein. Und ich würde sagen, wir gucken mal kurz, machen eine andere Reise und gehen nach Singapur und gucken uns mal große Städte an. So, sorry, I have to speak in German right now for the audience. I'm trying to learn, seriously. Okay, also wir frühstücken jetzt entspannt und den Ausflug mache ich erstmal kurz nach Singapur. Carter, it's nice to have you here on the show. So you're touring through Germany and there are so many fans. Also viele Fans haben uns geschrieben und gesagt, sie haben mehrere Konzerte gesehen. So how's your time being solo on stage for the German fans? I mean, my time is it's extraordinary. I mean, I get an opportunity to get really close to the fans. You know, when I'm on stage with the Backstreet Boys, it tends to be you're one of them. Well, right? you're one of them, and then it's a fast-paced show. This, I can touch the fans, I could talk to them, I could take my time, and so it's great. Also er hat jetzt ein bisschen mehr Zeit und ist näher an seinen Fans dran mit den Backstreet Boys. You're still on tour with the Backstreet Boys? Yes, actually, I got a tour coming up with the boys in probably about 2 weeks starting. It's But also with in us and New Europe, Kids or on the just- Block. It's starting in the United States. We're doing stadium tours. So we Ja, got like schade für die 50 deutschen Fans, oder? Backstreet Boys mit den New Kids on the Block auf Tour in Amerika. Talking about the world record in Berlin, 5 minutes, as long as you love me. What happened there on stage? What happened was we got the record. That's what happened. No, it was a cool experience. We had a Guinness World Record judge there, and we whistled the song for 5 minutes straight, myself and the audience. And that's the kind of fun stuff that I do. You know, we do unique things that people can remember. And so now, since they were at the show, they own the record as well. Also er ist nicht nur Sexiest Man of the World, sondern er hat auch einen Weltrekord aufgestellt mit seinen Fans in Berlin. Und zwar 5 Minuten 5 Konzert, As Long As You Love Me, also den Song von den Backstreet Boys. So, then talking about the video shoot in Cologne, Inge from the Netherlands is writing us and saying hello to Nick. Thank you for shooting the video. That was a really, I'm pretty sporadic and just random. Sometimes I'll just come up with these crazy ideas. And I didn't have a lot of time because of rehearsals for NKLTBSB, so we decided I wanted to release I'm Taking Off as a second single possibly, and we shot the video. And so I Twittered all of our fans and I said, meet me outside of the hotel if you want to be in the music video. And over 500 girls showed up outside of the hotel. And then also I told them that if they were at the concert, then they would also be in the video as well. So we did a music video in 2 days. Ja, also in 2 Tagen in Köln vom Hyatt, kann man ja dazu sagen, hat er getwittert an seine Fans. 500 Mädels standen da plötzlich, unter anderem auch Inge aus den Niederlanden. Dieses Video wurde hier in Köln gedreht und auch Konzertaufnahmen wurden damit reingenommen. Und das ist dann die nächste Single, Taking Off. So, haben wir noch die Zeit, kurz in den Song reinzuhören? Nee, dann hören wir lieber gleich mal dich live singen. You will perform with Mike. Yes. Yeah, Just One Kiss, okay. Yes, und wir gucken uns absolutely. mal vorher große Städte, große Träume an, bevor Nick schon mal runtergeht gleich und hier live bei uns singen wird. Große Träume haben nämlich, jetzt ist er solo unterwegs am Mittwoch Mittwoch in München und heute in Hamburg wiederum. Und das Album kommt dann Anfang Juni raus und Nick Carter hat eine wunderbare Single, Just One Kiss. Ich habe ihn gerade gefragt, für wen, hat er gesagt, ja eigentlich für seine Freundin. Ich glaube, wir Frauen wollen das gar nicht hören. Wir haben das Gefühl, er ist für uns alle, oder? Just One Kiss. Zusammen mit Mike spielt er jetzt live hier bei Volle Kanne. Ich sage tschüss, bis morgen. Just One Kiss, Nick Carter. Viel Spaß. Don't turn away, don't close the door. I couldn't take it. We've gotta find out for sure before there's no turning back. If this is a stop,
the end of the road. I've gotta ask before you go, if I could have just one kiss, if that's all it is, would know that it's over. If I could have just one kiss, if there's something more, we could start over. If I could have just one kiss, just one. If I could have just one kiss, one kiss. I've been a fool standing by, watching it come to this. But now I'm here to stand and fight for all of the promises. If this is a stop, the end of the road, I won't look back, I'll let you go. If I could have just one kiss, if that's all it is, we'll know that it's over. If I could have just one kiss, if there's something more, we could start over. If I could have just one kiss, just one. If I could have just one.